Willkommen bei Woodwalker. Freut euch auf eine spannende und erfolgreiche Jagd auf den Hirsch, den ich aufgrund seines markanten linken Lauschers Schlitzohr genannt habe und den ihr in der letzten Folge Nummer 56 bereits gesehen habt. Nachdem im letzten Jahr die Jagd auf diesen Hirsch nicht mehr möglich war, freute ich mich über jedes Bild, das meine Wildkameras von ihm schickten. Es ist ungefähr 1,5 Stunden dunkel, aber ich gehe jetzt schon am Hochsitz, dass ich das ein bisschen beruhige. Der Morgenansitz am ersten Tag der Schusszeit brachte bereits beim Besteigen des Hochsitzes dank des Wärmebildhandgeräts von Konotech einen Hirsch und Rehe in Anblick. Nach der Geweihform, die durch das Wärmebild gut zu sehen war, konnte ich den Hirsch, der auf 126 Meter vor mir stand, eindeutig als Schlitzohr ausschließen. Auch in dieser Situation bestätigte sich, dass die Verwendung von Nachtsichtgeräten zum Orten und Ansprechen von Wild hervorragend geeignet sind. Ich war bisher sehr skeptisch, ob die Nachtsichttechnik etwas für mich sein könnte. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen hat sich meine negative Einstellung teilweise geändert. Auch dieser Hirsch war mir von den Bildern der Wildkameras bestens bekannt. Der Wind drehte und so verabschiedete sich der Hirsch für diesen Morgen in seinen nahen Einstand. 3 Tage später zogen mich die vielversprechenden Bilder der Wildkameras, aber auch mein Bauchgefühl hinaus, um auf das Schlitzohr zu jagen. Wie diese Jagd zwischen Feistzeit und Hirschsprunft weiterging, seht ihr in den folgenden 16 Minuten. Es ist ziemlich laut, leider. Ich versuche, so leise wie möglich da zu gehen. Es ist jetzt halb sieben. Also wunderbar. Ja, Wind optimal. Südwind. Perfekt. Ich habe heute das Wärmebildhandgerät vom Konotech mit. Vielleicht brauchen wir es ja für eine eventuelle Nachsuche, was ich nicht hoffe. Ja, was machen wir da heute? Ich habe auf der Wildkamera einige Hirsche und einen besonderen, nämlich der Schlitzohr, so habe ich den genannt. Schlitzohr, ja, meiner Meinung nach 10, 11 Jahre. Er hat eine starke Wanne, er hat einen Senkrücken, er hat einen guten Vorschlag, er hat ein breites Haupt. Ja, also meiner Meinung nach ein passender Hirsch. Und der Beihirsch, der beim Schlitzohr meistens oder eigentlich immer jetzt mitgegangen ist, das ist ein hochkapitaler Hirsch, aber meiner Meinung nach 8 Jahre, den ich
Es war noch nicht viel vom Geweih zu sehen, dennoch war sofort klar, dass es der vorher erwähnte Beihirsch war, den wir nebenbei Gigant genannt haben. Seine auffallend langen, eng zusammenliegenden Aug- und Eisprossen, die Stärke der Stangen, die breit auseinandergezogene Krone und auch seine gelb-rötliche Decke mit dem enorm starken Körper waren genauso markant wie der Riss im Lauscher und das völlig andere Erscheinungsbild des Schlitzohrs, der einem anderen Typ des Rothirschen zuzuordnen ist. In aller Ruhe äste der Hirsch die Akazien, offensichtlich ein Leckerbissen für das Rotwild und außerdem eine Möglichkeit für Waldbauern, den Verbiss an Kulturbäumen zu reduzieren, wenn natürlich aufwachsende Bäume und Sträucher vorhanden sind. Ist der Beihirsch heute gar alleine unterwegs? Viele Gedanken gingen durch den Kopf und die Anspannung stieg. Kommt auch das Schlitzohr? Doch bei jedem Blick durch das Spektiv beschäftigte mich eine entscheidende Frage, ob dieser Hirsch nicht doch schussbar wäre. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, wie alt ihr diesen Hirsch schätzt. Als der Hirsch dann auf die Wiese trat, stockte mir fast der Atem. Nochmals wurde jedes Merkmal, das wir mit dem vermeintlichen Alter eines Hirschen in Verbindung bringen können, geprüft. Beim Ziehen hält er Träger und Haupt waagrecht. Die Rosenstöcke sind sehr tief, aber sonst? Die fehlende Wamme, das schmal wirkende Haupt, der gerade Ziemer, der wenig ausgeprägte Widerrist und die fehlende Ramsnase, die Hirschen dieses Typs zu eigen sind, waren eindeutig zu viele Kriterien, die gegen einen Schuss sprachen. Was aber, wenn der Hirsch im letzten Büchsenlicht noch da ist und das Schlitzohr nicht kommt? Ach, lassen wir die Spekulationen. Jagen ist auch Enthaltsamkeit, selbst bei diesem Hirsch. Das Erhoffte, aber nicht für möglich gehaltene geschah. Der von mir bejagte Hirsch, das Schlitzohr, stand bei bestem Licht auf keine 130 Meter. Trotzdem der Hirsch in allen Details bestens bekannt war, wurde er nochmals und nochmals durch das Fernglas und Spektiv betrachtet, mit seinem Beihirsch verglichen und ja, es kamen auch da wieder Zweifel auf, ob es die richtige Entscheidung ist, diesen Hirsch statt seinem Beihirsch zu erlegen. Schauen wir uns auch bei ihm die Kriterien an, die zur Altersansprache am lebenden Stück herangezogen werden müssen. Auffallend war der starke Senkrücken, der starke Widerrist, der Hängebauch, das breit wirkende Haupt, die starke Wamme und Träger, der in den starken Vorschlag überging. Also all die Kriterien, die schon an den Bildern und Videos festgestellt wurden. Auch das Verhalten war interessant. Während der Beihirsch völlig unbeeindruckt äste, warf das Schlitzohr immer wieder auf, es schien so, als ob er genau zum Hochsitz äugte, obwohl von dort noch niemals eine Gefahr ausging. Sein Verhalten offenbarte die Erfahrung, die er vielleicht an einer anderen Stelle bereits machte.
Als letztes wurden dann noch die Stangen verglichen, die aber für die Altersansprache wenig aussagekräftig sind. Dennoch stockte auch hier der Atem. Diese enorme Masse beim Beihirsch im Vergleich zum Schlitzohr. Dennoch, die Entscheidung, das Schlitzohr, falls es in Anblick kommt, erlegen zu wollen, fiel schon viel früher, eigentlich schon im letzten Jahr. Ob das die richtige Entscheidung gewesen wäre, erfährt ihr am Ende des Videos. Rotwild braucht vor allem Ruhe, um es bei Tag bejagen zu können. Am Ende hat es sich ausgezahlt, den Hirsch diese Ruhe über eine sehr, sehr lange Zeit in diesem Revierteil gegeben zu haben. Der Hirsch wurde nach der Bewertungsmethode aufgrund des Zahnabschliffes offiziell auf 10 Jahre geschätzt. Somit hat er die Altersklasse 1 erreicht.
In der Infokarte findet ihr den Link zur Firma Revierkönig, wo ihr hochwertige Produkte wie das von mir verwendete Wärmebildhandgerät von Conotech im Onlineshop erwerben könnt. Das Schlitzohr wäre also im letzten Jahr noch nicht reif für die Altersklasse 1 gewesen. Beim Ansprechen von Rothirschen wird mir trotz aller Erfahrung dieses Video in Zukunft eine hilfreiche Lehre sein. Ich hoffe auch für euch. Mein Freund, ich wünsche dir ein kräftiges Weidmannsheil von ganzem Herzen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh und wie stolz ich bin, dass dir das da gelungen ist. Weidmannsheil. Dank.